Heute hier von der Platte in Löwenstein mit einem Fahrbericht von der Aprilia Touareg 660, die mir die Firma Mototec DS zur Probefahrt überlassen hat. Das ist jetzt ein Modell in Schwarz, Rot, Silber und die hat wirklich so alles, was man haben möchte, außer man bliebert, das hat sie keinen. Zum Preis von 11.990 €. Die weiß-blau-rote kostet 12.690 €. Das Motorrad hat 80 PS, reicht wirklich zum normalen Fahren vollkommen aus. Also da kannst du schon sehr flott um die Ecke heizen mit der. Und 660 Kubik und 75 Newtonmeter Drehmoment. Die Sitze, seht ihr hier, das ist, sagen wir mal, relativ easy. Also da kommt sogar ich drüber, ja, kein Problem. Und die Sitzbank ist sehr bequem. Bremsanlage vollkommen ausreichend vorne, also richtig, also die kannst du schon hinstellen, das ist überhaupt kein Thema. Das Windschild vorne, das kleine, bietet einen ordentlichen Windschutz und ein ganz tolles Motorrad. Und ich bin jetzt froh, dass ich die Fahrer habe. Also wäre auch was für mich gewesen, weil die sicherlich auch als Streckenmotorrad wirklich geeignet ist. So, und jetzt fahren wir weiter. Hier von einem ganz besonderen Ambiente am Hagbergturm in Gschwend, errichtet 1901, und wir sind jetzt auf 585 Meter Seehöhe. Ein Ausblick irre. Jetzt aber zu dem Motorrad. Ich bin heute unterwegs mit der Aprilia Touareg 660. Die habe ich von der Firma Mototec Roland DS in Birkenlohe, Aprilia und Moto Guzzi Händler zur Verfügung gestellt bekommen. Ich war jetzt so ca. 100 Kilometer unterwegs mit der Touareg und fangen wir mal bei der Ergonomie an. Grundsätzlich soll es kein Testbericht dieses Motorrads sein, sondern einfach ein Erfahrungsbericht, weil mir liegt es fern, diese Technik zu beurteilen. Für mich muss es ein Tourenmotorrad sein, um unterwegs sein zu können, und davon brauche ich einige Attribute, die ich als Anforderung an so ein Motorrad stelle, und das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Im Vergleich zu meinen BMWs ist die Sitze also etwas niedriger. Ich denke, die hat hier so 85, 86 cm. Man kommt ja noch relativ gut drauf. Ein Vorteil ist hier vorne dieses schmale Sitzbankteil, weil da aufgrund dessen, dass ich keinen so großen Schritt machen muss, komme ich doch recht gut nach unten. Der Lenker ist gekröpft nach oben und hat sehr schöne Armaturen und auch recht ansehnlich und funktional natürlich. Ja. Das Display hat eigentlich alles Wichtige, das ich benötige zum Fahren. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, wo die Restreichweitenanzeige ist. Ich denke mal, dass sie das auch drin hat. Ansonsten hat sie serienmäßig drin einen Tempomat sowie die Bedienung dieses Bordcomputers natürlich. Was etwas friemelig ist, das habe ich vorher schon beim Tanken bemerkt,
ist das Öffnen und Schließen von diesem Tankdeckel. Also das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, wie die das machen. Und da müsste man dann vielleicht ja, drüber nachdenken. Das ist jetzt mal ein Kritikpunkt, ein kleiner. Aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten hat es diese Touareg keinen Blipper. Aber die geht so fein zu schalten, also das braucht man auch nicht zwangsläufig. Das ist ja, recht gut eigentlich zum Fahren, das Motorrad. Ansonsten, was mir jetzt aufgefallen ist, die hat recht, also wirklich sehr weite, sehr hohe Federwege. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt ein bisschen Schotter fährt, so wie vorher, eigentlich eine optimale Sache. Was ich auch noch sagen muss, die ist jetzt bereift mit diesen Pirelli Scorpion Rallye SCR. Der sieht schon relativ, ja, der hat schon ein M&S-Profil eigentlich. Und also ich habe jetzt beim Fahren überhaupt nichts gemerkt. Ich habe sie ein paar Mal durch die Kurve durchgefahren ordentlich und der ist, also gibt überhaupt nicht nach und ist sehr spurtreu und läuft sehr gut. Und ist auch sehr leise, muss ich sagen. Was ich auch noch gemerkt habe, die Vorderfront ist etwas unruhig. Das heißt, da ist irgendwie ein Unwuch drin. Entweder kommt es vom Reifen oder ist die nicht sauber gebuchtet. Kann ich jetzt nicht sagen, das muss ich dem Händler mal sagen, weil die ja relativ wenig Kilometer erst drauf hat. Ansonsten muss man sagen, was auch noch spannend ist, dass es so ein leichtes Konstantfahrruckeln hat bei 30 Kilometer oder unterhalb. Also das heißt, wenn die um die 2000 Umdrehungen dreht, ist das so gegeben. Aber das sollte ja beim Normalfahrer auch kein Problem sein. Ansonsten zieht die hervorragend von unten rauf. Also das bin ich auch nicht arg viel anders gewohnt. Die ist sehr leicht, die hat ein Trockengewicht von 204 Kilo. Das ist ja schon wirklich ein sehr Leichtgewicht eigentlich. Ja. Ansonsten noch Windschutz in Ordnung. Und vorne die Beleuchtung mit dem LED, das sieht natürlich auch schon richtig gut aus. Okay, wir fahren jetzt weiter und also wenn man so über Land fährt, fällt einem sofort die recht hohe Sitzhöhe auf. Man sitzt richtig auf dem Motorrad und kann wirklich alles überblicken. Das ist ähnlich wie wenn man im PKW in einem SUV fährt. Also ist super entspannt und man hat alles im Blick und die Anzeigeinstrumente vorne vor einem sind schön. Also ich finde das alles sehr gelungen und auch alles sehr easy. Schaltung ist sehr easy und ja, es geht einfach voran. Mit den 80 PS ist sie natürlich schon auch wirklich gut aufgestellt. Also es ist so, dass das natürlich jetzt nicht eine Leistung ist, die einem vom Hocker haut. Ja. Also so 1250er BMW GS geht natürlich schon nochmal Spur besser. Aber es ist ja immer die Frage, ob man es braucht. Und für mich, wenn ich auf Touren bin, reicht die Leistung allemal aus. Und mir macht es Freude, wenn ich die in der Pässe aus der Kurve raus beschleunigen kann. Und das kann die. Das liegt natürlich auch wirklich an dem sehr geringen Leergewicht oder beziehungsweise Fahrgewicht. Und also ich habe jetzt nicht vermisst, dass da Leistung fehlt. Und das Einzige, was mir auffiel, aber das ist ja klar, wenn ich sie sehr schnell mal fahre, da kommt die natürlich oben in den Drehzahlbereich. Da ist die BMW natürlich schon wesentlich ruhiger, aber ich will ja mit der Aprilia nicht mit 180 über die Autobahn fahren permanent. Ja. Also ich denke, so Reisegeschwindigkeit 140, 150 kann man sicher fahren und mehr macht keinen großen Sinn mit dem Motorrad. Dafür in die Berge sicherlich perfekt zu fahren. Ansonsten könnte man vielleicht noch bemerken, dass der Windschutz natürlich etwas besser sein könnte, wenn man sehr lange Strecken fährt. Das heißt, da könnte die Scheibe durchaus etwas höher sein, muss man eben mit einem Spoiler oben drauf lösen oder ich denke, dass Aprilia auch eine höhere Scheibe anbietet. Koffersystem weiß ich jetzt nicht hinten, aber gibt es sicherlich auch von den namhaften Anbietern, kann man sicherlich für eine Tour ausstatten. Und ja, Kette hat sie halt, das ist ja in der Klasse eigentlich auch durchaus üblich.
Ich stehe halt eher auf Karren, wie das bei der V85 TT oder GS oder Yamaha und so weiter da ist, und ja, ich finde es halt besser. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Aprilia mit 190 an. Der Verbrauch jetzt, den ich erreicht habe, war so knapp unter 4 Liter. Vollkommen okay. Tankinhalt sind 18 Liter und man kommt da schon ein Stück. Und dass die Federwege relativ groß sind, das habe ich ja vorher schon im Video gesagt. Also beim Fahren merkt man das auch, dass die richtig auch auf Schotter können. Ich denke, für die, wo die ganze Welt umfahren wollen, ist es genau das Richtige mit dem 21 Zoll Vorderrad. Als Fazit kann man sicher sagen, dass Aprilia mit der Touareg wirklich ein Top-Motorrad gelungen ist, zu einem auch sehr attraktiven Preis. Die ist zwar etwas teurer als die Yamaha Tenere 700, aber sie hat einfach auch mehr Ausstattung und mehr Elektronik drin. Also für mich, wenn ich jetzt nicht schon die Moto Guzzi gekauft hätte, wäre das wirklich wahrscheinlich für mich so für den Kurzbereich das bessere Motorrad. Auf Strecken habe ich aber natürlich schon den Kardanantrieb der V85 und nicht ganz die Motorleistung. Die ist halt doch eher entschleunigt zu fahren. Mit der BMW 1200, 1250 GS ist sie nicht vergleichbar. Aber da liegen wir in einem völlig anderen Segment. Ich kann sie empfehlen, ich finde sie gut, und wenn ein Händler da ist, der sich um das Motorrad kümmert, wenn was sein sollte, ist es wie bei mir ein perfekter Zustand. Also, dann bis bald und weiterhin gute Fahrt. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr gerne anrufen oder per Mail, beantworte ich gerne. Also, bis dann. Tschüss.